Hello my friends. Today is a day, wo ich einfach nicht weiss, wie ich mich motivieren soll. Wie kann das sein? Ich habe den Job von meinem Leben und ich bin trotzdem müde. Okay, soll es geben. Wir reissen uns zusammen, weil ich sitze eigentlich in einem ziemlich lustigen Auto. Und ich wollte euch den jetzt mal ein bisschen zeigen. Das ist der neue Citroën C3. Was ist neu an dem Auto, ist wahrscheinlich eure Frage. Und ich sage ein bisschen provokant, nicht so wahnsinnig viel. Das Auto hat in allererster Linie einen Facelift bekommen und ist in wahnsinnig vielen Varianten erhältlich. Und zwar kann man das Auto in 97 verschiedenen Aussenvarianten bekommen. Das ist eine Kombination aus Farben, die unterschiedlich sind, Felgen, verschiedene, die man wählen kann, die Arten der Bumpers auf der Seite und da oben die Farbkombinationen auf dem Dach. Den Citroën C3 kannst du in 3 verschiedenen Paketen haben. Ich habe in dem Fall das Shine-Paket mit dem neuen Elixier Rot. Und man, oh man, it's a pretty red, I gotta tell you. Ich weiss, dass Citroën nicht der Top-Shot von Autos ist, aber man kann so ein Auto ab knapp 17'000 Franken bekommen. 17'000 Franken? 17'000 Franken und das Auto ist herzig. Ich finde es so ein sympathisches Auto mit, egal welche Variante man wählt, es sind Alufelgen, die man bekommt mit dem Auto. Und die Bumpers, I gotta tell you, sind mehr aussehen wie alles andere. Es ist Plastik, das heisst verkrebeln würde es. Es macht eigentlich Citroën im neuesten Design zu etwas, was ein anderes Auto nicht hat. Muss man dem lassen. Ruhe, ich bin am Filmen. Er ist ziemlich klein und fein. Wir gehen jetzt mal in den Innenraum. Von innen, das Auto, wirklich sweet. Für mich sind das vor allem die vielen kleinen Details, die das Auto hat. Einmal die Handgriffe da, wo die ledrigen, wie so, ich weiß nicht, wie soll ich dem sagen, wie so Taschenhänker sind. Finde ich mega schön. Dann hat es da wie so eine Farbspur eingebaut ins Auto, die sich da einmal ganz durchzieht. Und ich mir sicher bin, dass man die auch kann, auswählen, so wie man das gerne haben will. Die Sitze, wo die Sitze, wo auch super Komfort sind, da wieder mit der Farbe gleich, in dem Fall jetzt wie da. Und ich weiß nicht, ob ihr seht, was ich meine, aber es ist alles so ein bisschen bedacht, ausgewählt, finde ich. Es ist überall, es ist so ein bisschen Liebe. Ich habe eine Armlehne da, die einstellbar ist. Und ich kann versorgen, wenn sie mich stört und wieder zurückholen, wenn ich sie gerne haben will. Nice to have, cozy, aber sie ist sehr schmal. Und genau so sweet geht es eigentlich weiter beim Lenkrad. Da haben wir eigentlich alle Funktionen drauf, die es braucht. Ich stelle mal schnell das Auto an, um es euch zu zeigen. Oh, I'm sorry. Oder viele Fingerabdrücke. Das ist der Bildschirm, den ich hier verändern kann, was es mir anzeigt. Lautstärke, Telefon abnehmen, bei der Musik, die ich kann übrigens über das Kabel mit Apple Play verbinden kann ich da switchen. Etwas, was vielleicht am Anfang ein bisschen verwirrend war, ist die Schaltung. Wie zuerst bin ich da hingesessen, ich so, oh, handgeschaltet. Doch nicht. Is it nice? Bo. Is it not nice? Bo. Es ist vielleicht nicht der smoothste Gangwechsel oder Gang-Einlegen. Es ist so ein bisschen abrupt, das Ganze. But it works. It's alright. Wir haben hier den kleinen Bildschirm, der tipptopp funktioniert. Wirklich kann ich nichts sagen. Musikfunktionen, Navi-Funktionen. Die ganze Klimaanlage tut man eigentlich auch hier über Touchscreen kontrollieren. Man kann Einstellungen vom Auto machen, Telefonie und die Auswahl zwischen den Apps. So viel zum Fahrerraum. Gehen wir mal hinterher. Da ist eigentlich der Ort, wo sich ein bisschen zeigt, dass das Auto ein kleines Auto ist. Und wenn ich jetzt mit meinen langen Beinen
Au! Kopf angeschlagen. Wenn ich jetzt will, hinter mir sitzen sozusagen, wird es ganz schön eng. Ich komme eigentlich genau an. Also ein langer Mensch vorne und ein langer Mensch hinten wird schon ein bisschen eng. Und auch da hinten, das habe ich da vorne noch gar nicht erwähnt, da hat es so, wie so die, es erinnert eigentlich ein bisschen an die Bumps, die auf der Aussenseite sind, einfach von innen durch sozusagen. Einfach kleine Designsachen, wo, wie ich finde, das Auto einfach mega herzig und sympathisch aussehen. Jetzt gehen wir noch schnell in den Kofferraum. Das ist der Kofferraum und selbstverständlich ist es kein riesiger Kofferraum, wie soll es auch. Es ist ein riesiges Auto, aber ich finde, der Kofferraum ist völlig ausreichend für so ein Auto und ist noch cool gemacht, weil irgendwie geht es da unten so ein bisschen in die Tiefe, dass es doch noch relativ viel Platz gibt. Alright, and welcome back into the car. Er hat 110 PS und ist ein Benziner. Und wie ich euch jetzt dann gerade wird können sagen, fährt sich das Ding gar nicht so schlecht. Au! Okay. Wie ihr euch könnt vorstellen ist, Sonnenbrille, ist das Auto nicht eins, das mit wahnsinnigen Kräften oder Fahrattributen oder irgend so etwas punktet, hätte ich jetzt gesagt. Also nicht, dass es schlecht ist, aber das ist nicht das, was raussticht bei dem Auto, sondern es sind so Sachen wie, dass der Citroën wahnsinnig praktisch ist. Ich meine, er ist so klein, einparkieren ist ein Kinderspiel mit dem Auto. Ich habe mich pudelwohl gefühlt in der Stadt. Das Auto hat alle so Assistenzen, die man sich wünschen kann. Ich fühle mich, wie gesagt, sehr wohl in dem Auto. Einen Punkt möchte ich unbedingt hervorheben und ich schaue jetzt gerade schon die ganze Zeit umeinander, um herauszufinden, von wo die Musikboxen sind, aber irgendwie sind sie nicht angeschrieben, weil die Musikboxen sind verdammt geil in dem Auto. Also klar ist das nicht irgendwie eine B&O-Anlage, aber ich kann verdammt laut, verdammt gut Musik hören in dem Auto. That's very nice. Das Einzige, was negativ ist, und ich habe vorher ja schon gesagt, dass Infotainment an und für sich super gut funktioniert, ist auch wirklich so. Mega responsive, funktioniert super gut auf den Knopfdruck und so weiter. Aber eine Sache, wenn ich jetzt etwas Negatives raussuchen an der Gesamtsituation, ist die Freisprechanlage. Ganz, ganz oft haben die Leute, wenn ich angerufen habe über Bluetooth oder über Apple CarPlay, nein, über Bluetooth war es, CarPlay weiss ich gar nicht, kann ich nicht sagen, aber über Bluetooth-Verbindung hat es oft ein Echo drin gehabt. Und zwar für den auf der anderen Seite. Also der hat sich doppelt und dreifach gehört im Hörer, was etwas vom Unangenehmsten ist beim Telefonieren. Ich glaube, das ist so eine kleine Bluetooth-Schwachstelle, die die Autos zum Teil noch haben, aber auch die einzige. Und wenn wir ein bisschen von der Fahrweise reden, 110 PS auf ein Auto mit knapp 1200 Kilogramm Gewicht ist genug Kraft. Also unten durch mag er wirklich gut raus. Oben durch auf der Autobahn zum Beispiel beschleunigen, wenn er schon im höheren Gang rein ist, da ist er ein bisschen aber wirklich locker flockig, man fühlt, er hat sehr ein weiches Gefühl, also ich habe das Gefühl, er ist sehr gut ausbalanciert oder ausgefedert. Ich hoffe, euch hat das Auto gefallen. Make sure to check out the next video, weil ich habe nämlich mit dem Auto noch ein zweites Video gedreht. Ich bin mit meiner besten Freundin in die Ikea gegangen und habe das Auto ungelogen bis unter das Dach mit Ware vollgestopft. Ein cooles Video, das sicher lässig ist zum Anschauen, was heisst, nicht vergessen, das auch noch anschauen. Und ich bringe den Karren in dieser Sekunde jetzt wieder zurück zu Citroën. Ich habe ihn jetzt ganze 2 Wochen testen, was verdammt cool ist. Und ich freue mich schon aufs nächste Gefährt von denen, ob es Citroën ist oder DS oder welchen auch immer. Ich finde sie wirklich cool, ich tue sie gerne ausprobieren. Danke an Citroën, dass ich das Auto so lange haben durfte. Und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Bis dann, ihr Lieben. Ciao, ciao.